Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei uns auf dem Böker YouTube-Kanal. Ich bin der Max. Und ich bin der Thomas. Und wir haben euch heute eine ganz heiße Neuheit mitgebracht. Und zwar die Provoke X von CRKT. Genau. Das ist, wie ihr gesehen habt, eine Faltaxt, die mit einem ganz wilden Mechanismus ausgestattet ist. Und das Besondere bei dieser Axt ist, dass man sie schön aufschleudern kann. Das ist der letzte Schrei von Joe Caswell. Der hat nämlich auch das Provoke-Design, das kennen vielleicht einige von euch. Das ist so ein Faltkerambit, hat einen ähnlichen Mechanismus. Hier ist es jetzt ein Schleudermechanismus, aber macht noch mehr Bock, wie ich finde. Auf jeden Fall. Ich kann euch sagen, wir haben die Axt zum ersten Mal auf der IWA, das ist ja eine Fachhandelsmesse in Nürnberg, also die internationale Waffenausstellung, ausgestellt und vorgestellt. Und ihr könnt euch vorstellen, an der Vitrine, in der das Produkt ausgestellt war, war immer was los und man hat dieses Geräusch fast den ganzen Tag vernommen. Und man muss dazu sagen, wir haben diese zwei Muster vorab zur Verfügung gestellt bekommen von CRKT, müssen die auch wieder zurückgeben, bis das Produkt dann wirklich released ist, weil das sind wirklich die ersten Production Samples. Und wir wollten die Gelegenheit gerne nutzen, euch zumindest, wenn ihr das Ding noch nicht selber in den Händen halten konntet, euch teilhaben zu lassen, denn das macht schon wirklich Spaß. Jawohl, wie funktioniert das Ding? Ganz einfach eigentlich, man hat hier eine Sicherung, die sichert sich auch jedes Mal wieder von selbst, wenn ich das Teil zuklappe. Also Sicherung nach unten, dann natürlich aufpassen, dass ich meine Finger nicht über der Klinge habe und dann einmal vernünftig schleudern. Man muss dazu sagen, also es lohnt schon, das Ganze ein bisschen zu üben. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe echt ein paar Versuche am Anfang gebraucht. Ja, zum einen, bis man mal versteht, ob der Lock drin ist oder nicht. Ist auch echt unangenehm, wenn es geschlossen ist und man versucht es aufzuschleudern. Zum anderen auch, wie löst man die Arretierung zum Beispiel. Dafür drückt man hier hinten auf diese Schraube drauf und man sieht dann auch, dass auf der Gegenseite wirklich ein Bolzen rausgedrückt wird und dann kann man sie eigentlich ganz einfach zusammenfalten und dann sieht man, wie Max gerade schon gezeigt hat, dass die Arretierung wieder greift. Genau, das ist der Deadbolt-Lock von CRKT, den kennt man ja, ist ein sehr, sehr, sehr stabiler Verriegelungsmechanismus. Und natürlich wird das Ding am Ende nicht so stabil sein wie eine richtige Axt, die halt keinen Klappmechanismus hat. Aber ich denke, die kann schon gut was ab. Ich habe vielleicht schon ein bisschen damit rumprobiert. Kaputt gekriegt habe ich sie nicht. Ansonsten, ich kann mir vorstellen, ihr seht das, wir kennen ja grundsätzlich auch die Community, wie die auf Neuheiten reagiert. Man sagt sofort, wo kann ich es bestellen? Ich muss es haben. Dafür gibt es noch ein paar Infos natürlich von unserer Seite. Erstmal, anders als bei der einen oder anderen Neuheit relativiert der Preis wahrscheinlich so ein bisschen das Interesse bei dem einen oder anderen. Das Ganze ist nicht ganz günstig. Es kostet 350 € und erhältlich sein wird das ist jetzt eine Info, die wir von CRKT bisher haben, auch erst im September. Trotzdem, wir haben natürlich eine Bestellung bei CRKT schon platziert. Wir können keine Garantie geben, wie schnell wir das Ding bekommen. Wir empfehlen trotzdem, es vorzubestellen. Schaut gerne mal nach dem Link in der Videobeschreibung. Ja, Max, was kannst du zum Stahl sagen? Ja, das ist ein D2-Stahl, wie man es auch vom Provoke kennt. Ist natürlich nicht rostfrei, aber durch die Beschichtung doch relativ pflegeleicht. Ansonsten hat man noch einen Clip, den kann ich auch abmontieren, wenn ich da keine Lust drauf habe. Kann ich auf beide Seiten machen. Und man kann das Ding natürlich auch in der Hosentasche tragen. Das passt da sogar rein. Ja. Das ist schon ganz geil. Ja, genau. Ganz wichtige Info, gerade jetzt auch für die deutsche Community, ist natürlich noch, wie sieht das Ganze mit dem Waffengesetz aus? Richtig cooler Side-Fact, würde ich sagen, ist, das ist eine Axt, das ist kein Messer, sondern ein Werkzeug und dementsprechend darf das Ganze auch legal geführt werden. Ja, bevor jetzt wieder viele Kommentare kommen, aber was ist denn hier mit dieser Ausnahme? Also, natürlich nicht überall innerhalb von Waffenverbotszonen, wisst ihr, sind selbst Schraubendreher verboten. Dementsprechend werdet ihr jetzt mit der Folding X, würde ich sagen, auch nicht unbedingt Sympathiepunkte bei den Ordnungshütern ernten. Aber außerhalb von Waffenverbotszonen ist die Axt wirklich legal zu führen. Es ist als Werkzeug. Ich habe heute extra nochmal auch mit unserem waffenrechtlichen Anwalt telefoniert. Kannte die auch schon, auch aus verschiedenen Videos, nochmal eben die Rahmenparameter abgeklopft und hat mir bestätigt, nein, auch der Paragraph 42a, der regelt den Umgang mit Messern. Und eine Waffe ist es nicht, sondern es ist wirklich eine Axt und kein Tomahawk oder ähnliches. Das ist ein geiles EDC. Also, das ist die CRKT, du sagst, wie heißt der richtige Name? Provoke X, also Provoke X auf Englisch. Ja, Ne? okay. Wenn ihr das heiße Ding haben wollt, schaut gern bei uns im Shop vorbei, bestellt sie vor. Wir haben definitiv genug in Vorbestellung, also zumindest für den ersten Batch. Aber gilt mal wieder, schnell sein lohnt sich.
Ich habe noch ein zweites Thema mitgebracht, ganz kurzfristig und spontan. Und zwar, ihr wisst, wir sitzen hier am Standort in Solingen und wir sind immer auf der Suche nach guten, motivierten Mitarbeitern. Wir suchen Verstärkung im Bereich Online-Marketing. Wir werden in diesem Jahr einen neuen Webshop launchen, und zwar einen Shopify-Shop. Wenn du der Richtige bist, um uns bei dem Projekt zu unterstützen, wenn du bereits Shopify-Erfahrung hast, möglichst auf eine abgeschlossene Berufsausbildung, vielleicht auch ein Studium zurückgreifen kannst, dann bewerb dich gerne bei uns unter bewerbung@boca.de und wir würden uns freuen, wenn du demnächst mit Max und mir in einem Team bist. Alles klar. Das war's von uns für diese Woche. Lasst uns in den Kommentaren gerne mal wissen, wie gefällt euch die Folding Axe? Habt ihr sie schon in den Händen gehabt? Wie steht ihr grundsätzlich zu, ich sag mal, EDC-Spielzeug abseits von Messern? Ansonsten denkt dran, was sind die Aufgaben an die Zuschauer? Liken, abonnieren. Und kommentieren, genau. Also, das war's von uns zweien. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.